Herzlich willkommen zum Videotutorial. Heute zeigen wir euch, wie die Assistenten Sway Control und Sway Control Plus an einem Liebherr-Schnelleinsatzkran aktiviert und bedient werden können, getreu dem Motto: Fahr nicht die Antriebe, sondern fahr die Last. Ganz wichtig, beachtet immer die Betriebsanleitung. Als Kranführer seid ihr für den Kran und die Last verantwortlich. Wenn euer Liebherr-Kran mit den neuen Assistenzsystemen kompatibel ist, dann ist auf jeden Fall Sway Control verfügbar. Wenn zusätzlich eine IMU an der Hakenflasche montiert ist, gibt es die Möglichkeit, Sway Control Plus für den Kran zu aktivieren. Prüft zunächst am Display, ob eines der Systeme freigeschaltet ist. Wenn das untere Icon aktiviert ist, werden Sway Control oder Sway Control Plus beim Einschalten automatisch aktiviert. Allerdings nur, wenn sie beim Ausschalten aktiviert waren. Hier auf unserem Übungsgelände steht unser Kranführer. Er arbeitet mit einem Liebherr-Schnelleinsatzkran. Sway Control Plus ist noch deaktiviert. Um Sway Control oder Sway Control Plus zu aktivieren, drückt kurz die linke untere Taste an der Funkfernsteuerung. Auf dem Display erscheint das entsprechende Icon. Ist Sway Control aktiv, erscheint ein Icon mit leerem Lasthaken. Bei Sway Control Plus ist der Lasthaken ausgefüllt und oben sind 2 Funkwellen zu sehen. Prüft nach dem Aktivieren des Assistenten, ob die richtige Länge des Anschlagmittels eingestellt ist. Die aktuelle Länge und die Auswahlmöglichkeiten werden automatisch nach dem Aktivieren auf der rechten Seite des Displays angezeigt. Falls die falsche Länge eingestellt ist, drückt das Jogdial auf der rechten Seite der Fernsteuerung, navigiert mit dem Jogdial zur richtigen Länge, bestätigt die Auswahl durch erneutes Drücken. Jetzt könnt ihr pendelfrei fahren. Sobald ihr den Kran bewegt, gleicht er automatisch Pendelbewegungen in Dreh- und Katzfahrrichtung aus. Wichtig: Sway Control erkennt nur Pendelbewegungen, die durch die Fahrbewegung des Krans entstehen würden. Da der Lasthaken nicht mit Sensoren ausgestattet ist, muss er vor der Aktivierung ruhig hängen. Bereits vorhandenes Pendel kann nicht erkannt werden. Bitte beachtet, dass externe Einflüsse von Sway Control nicht erkannt werden. Der entscheidende Unterschied zu Sway Control Plus besteht darin, dass ihr mit Hilfe der IMU an der Hakenflasche bereits vorhandenes Pendeln automatisch herausfahren könnt. Einfach eine kleine Fahrbewegung als Freigabe in diese Richtung geben. Der Kran übernimmt den Rest. Zusätzlich bietet die IMU an der Hakenflasche den Vorteil, dass der Assistent Pendelbewegungen, die durch externe Einflüsse wie Wind verursacht werden, berücksichtigen kann. Achtung: Sway Control und Sway Control Plus kann einige Meter nachfahren, um Pendelbewegungen auszugleichen. Bedenkt dies bitte immer, wenn ihr die Funktion bei einem Pendel aktiviert. Um Sway Control oder Sway Control Plus zu deaktivieren, drückt noch einmal kurz die linke untere Taste. Das Icon verschwindet. Der Assistent ist aus. So einfach ist das. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß beim Fahren mit den Assistenten.